Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der Neutralleiterüberlastung und zwar für den Fall, dass ich meine Anlage symmetrisch, aber auch unsymmetrisch belaste. Mit so einer Neutralleiterüberlastung ist ja im Grunde erstmal niemals zu rechnen. Wie kann es nun trotzdem dazu kommen? Hintergrund solcher Überlastung auf dem Neutralleiter sind sogenannte Verzerrungsströme, wie sie von elektronischen Bauelementen erzeugt werden können, die zum Beispiel in Schaltnetzteilen vorhanden sind, aber auch in herkömmlichen LED-Lampen. Wir sehen hier den Strom, den eine LED-Lampe erzeugen kann, und zwar ist das hier die dicke rote Linie, das ist die Stromstärke, und wir sehen, sie ist nicht mehr rein sinusförmig, wie ich das an sich erwarte, sondern es gibt diese Verzerrung, die wir hier sehen. Und gerade diese Verzerrungen führen zu besonderen Effekten in den elektrischen Anlagen, und zwar in der Regel zu unerwünschten Effekten. Dazu später mehr. Ich schaue mir hier zunächst noch einmal den Fall einer symmetrischen Belastung mit ohmschen Widerständen an, bei denen es keine Verzerrung gibt. Es dürfte ja den meisten Elektrofachkräften klar sein, dass symmetrische Belastung nichts anderes heißt, als dass diese drei Ströme, die von den drei verschiedenen Außenleitern herrühren und sich im Sternpunkt sammeln, gleich groß sind. Und das führt nun dazu, dass der Neutralleiterstrom tatsächlich 0 beträgt. Hier noch einmal das Zeigerdiagramm dieser drei Ströme, I1, I2, I3. Diese drei Ströme sind gleich groß, symmetrische Belastung, aber um 120 Grad zueinander Phasen verschoben. Das führt nun dazu, dass sich bei der Addition dieser drei Zeiger keine resultierende ergibt, denn dieses Dreieck der drei Ströme schließt sich an dieser Stelle wieder. Und das ist ja die allgemeine Begründung dafür, dass nun der Neutralleiterstrom 0 Ampere beträgt. Das ist hier eine mathematische Begründung mit Zeigerdiagramm, keine physikalische. Die ist deutlich schwerer. Aber ich denke, das gehört zum allgemeinen Wissen von Elektrofachkräften. Die Situation ändert sich nun ein klein wenig. Es sind immer noch ohmsche Lasten vorhanden, die keine Verzerrung erzeugen, aber ich gehe von einer unsymmetrischen Belastung aus. Ich gehe hier konkret davon aus, dass der Strom I1 15 Ampere beträgt, I2 beträgt ebenfalls 15 Ampere und I3 0 Ampere, ist also quasi abgeschaltet. Das heißt, dass im Zeigerdiagramm der Zeiger für I3 fehlt. Addiere ich nun diese beiden Ströme auf, so muss ich die beiden Zeiger nun hintereinander hängen und es ergibt sich hier die resultierende für den Neutralleiterstrom. Und man sieht sofort, diese resultierende ist genauso lang wie die beiden Außenleiterströme und damit beträgt der Neutralleiterstrom 15 Ampere. Eine völlig unkritische und weit verbreitete Situation, die wir hier sehen. Der Neutralleiter verfügt nun nicht über eine eigene Sicherung. Da aber die drei Außenleiter jeweils in diesem Fall nehme ich eine 16 Ampere Sicherung an, kann nun hier der Neutralleiter nicht überlastet werden, denn der Strom auf dem Neutralleiter kann maximal 16 Ampere werden. Das wäre dann der Fall, wenn ich nun auch noch den Strom I2 abschalte, dann wäre IN nämlich genauso groß wie I1 und dieser Strom kann ja maximal auf 16 Ampere anwachsen, bis die Sicherung auslöst bzw. die Leitung entsprechend schützt. In diesem Fall ist es nicht möglich, dass der Neutralleiter überlastet wird, obwohl er nicht über eine eigene Sicherung verfügt. Bei den vorangegangenen Betrachtungen bin ich ja von einer ohmschen Last ausgegangen, ohne Verzerrung. Das heißt, dass bei der angelegten sinusförmigen Wechselspannung auch ein sinusförmiger Wechselstrom entsteht, ohne jede Verzerrung. Bei einer ohmschen Last auch in der gleichen Phasenlage, das heißt, das Maximum wird jeweils zum gleichen Zeitpunkt erreicht. Diese Betrachtungen wären allerdings auch noch richtig gewesen, wenn ich drei gleichartige, zum Beispiel induktive Lasten habe, bei denen hier durchaus eine Phasenverschiebung auftritt, jedoch keine Verzerrung auf dem Strom. Völlig anders sieht nun die Situation bei vielen heutigen Verbrauchern aus, denn die enthalten häufig elektronische Schaltnetzteile, so auch eine LED, denn die Spannung muss hier gleichgerichtet und herabgesetzt werden. Dafür werden hier schaltende Bauelemente, Schalttransistoren eingebaut in die LED, jedenfalls wenn es sich um eine qualitativ hochwertige LED handelt,
Dabei tritt aber nun der Effekt auf, durch die Schaltvorgänge, die hier im Inneren geschehen, dass der Strom eben nicht mehr so gleichmäßig verläuft, wie wir das bei den Ohmschen Lasten gesehen haben, sondern es treten diese Verzerrungen auf. Man kann nun den eigentlichen Strom, der hier fließt, zerlegen in eine 50 Hertz Grundwelle und in weitere Oberwellen mit 150, 250, 350 Hertz und so weiter. Wenn man nun diese sogenannten Oberschwingungen zusammen addiert, kommt man wieder genau auf diesen Strom. Ich darf mir tatsächlich vorstellen, dass mein Strom aus vielen sinusförmigen Strömen zusammengesetzt ist. Das ist zwar eine rein mathematische Zerlegung, die ich hier für den Strom vornehme. Dafür gibt es eine Spezialdisziplin in der Mathematik, das ist die Fourier-Analyse. Jedoch hat diese mathematische Zerlegung tatsächlich einen realen Charakter in elektrischen Anlagen. Insbesondere in der Radio- und Fernsehtechnik spielt das auch eine außerordentlich große Rolle. Also diese Zerlegung des eigentlichen Stroms in sinusförmige Anteile kann ich hier zur Grundlage meiner Betrachtung machen. Ich schaue mir nun ein Drehstromsystem an mit 3 belasteten Außenleitern. Alle 3 Außenleiter sind mit LEDs belastet und zwar mit gleichen LEDs, sodass wieder eine symmetrische Belastung entsteht. Aber der Strom ist, wie ich das bereits erklärt habe, verzerrt. Und hier kann ich nun trotz der symmetrischen Belastung nicht davon ausgehen, dass der Neutralleiterstrom 0 Ampere beträgt. Im folgenden Beispiel gehe ich nun davon aus, dass ich LEDs verwendet habe, die einen Oberschwingungsstromanteil von 30% erzeugen. Das ist so gerade noch bei größeren LEDs erlaubt, das ist aber schon ein recht schlechter Wert. Da würde es sich also um recht einfache und billig hergestellte LEDs handeln. Das ist der sogenannte THD-Faktor, Total Harmonic Distortion Faktor, den ich hier mit 30% annehme und der ein Qualitätsmerkmal für meine Verbraucher ist. Der sollte also möglichst niedrig sein. Im Folgenden werde ich nun diese einzelnen Oberschwingungsanteile des eigentlichen Stroms genauer betrachten, ohne dass ich den ganzen mathematischen Apparat darauf loslasse. Ich werde also überwiegend mit den Ergebnissen arbeiten, die man mit der entsprechenden Fourier-Analyse erreichen würde. Dabei würde sich nun Folgendes herausstellen, nämlich bei einem Effektivwert des Stromes von 15 Ampere über jede LED setzt sich dieser Strom aus einer 50 Hertz Komponente, aus einer 150 Hertz, 250 Hertz und 350 Hertz Komponente zusammen. In der Grundschwingung mit 50 Hertz habe ich nun noch eine Stromstärke von 14,4 Ampere. Die harmonischen, damit sind diese 3 gemeint, haben zusammen einen Effektivwertanteil von 4,3 Ampere. Auf die 150 Hertz Oberschwingung entfallen 3,5 Ampere, bei 250 Hertz 2,1 Ampere und bei 350 Hertz 1,5 Ampere. Da die Grundschwingung für alle 3 Ströme gleich ist, werden die sich auf dem Neutralleiter wieder ausgleichen. Das heißt, die 50 Hertz Schwingung wird zu einem Strom von 0 Ampere auf dem Neutralleiter führen. Das gilt auch für die 250 Hertz und die 350 Hertz Komponente. Jedoch ist es nun so, dass die 150 Hertz Oberwellen, die hier jeweils vorhanden sind, keine Phasenverschiebung zueinander aufweisen. Würde ich diese 3 Bilder nebeneinander legen, würde ich sehen, dass bei 150 Hertz die Ströme keine Phasenverschiebung zueinander haben, obwohl ja die angelegten Spannungen eine Phasenverschiebung von 120 Grad aufweisen. Das führt nun dazu, dass ich diese 3,5 Ampere, die ich in einer Fourier-Analyse ermittelt habe, aufaddiert werden müssen. Und siehe da, es fließt nun ein Strom von 10,5 Ampere auf dem Neutralleiter, obwohl alle 3 Außenleiter gleichmäßig belastet wurden. In meinem Fall ist das noch kein Problem, denn nach wie vor werden ja die Leitungen mit 16 Ampere abgesichert und damit ist auch mein Neutralleiter indirekt mit abgesichert. Wie wir gleich sehen werden, ist dieser Fall mit dem verzerrten Strom und symmetrischer Belastung der einfachere Fall. Ich werde nun die Szenerie so umgestalten, dass hier noch eine unsymmetrische Belastung entsteht und wieder erwarten wir dann an dieser Stelle tatsächlich ein Problem auftreten. Hier nun die Schaltung mit unsymmetrischer Belastung. I3 fällt einfach weg, die LED habe ich abgeschaltet. Ich habe hier nun noch 2 LEDs auf L1 und L2 betrieben.
Es fließt also jeweils hier ein Strom I1 bzw. I2 mit einem Effektivwert von 15 Ampere. Dessen Grundschwingung liefert nun 14,4 Ampere. Diese 14,4 Ampere löschen sich aber nun auf dem Neutralleiter nicht mehr gegenseitig aus, sondern wie ich im Zeigerdiagramm sehen kann, addieren sich nun I1 und I2 zu dieser resultierenden auf dem Neutralleiter und man kann hier leicht erkennen, dass damit der Neutralleiterstrom, der von der 50 Hertz Grundschwingung herrührt, einen Wert von 14,4 Ampere hat. Aus der Fourier-Analyse ergeben sich nun weitere Ströme, die sich hier auf dem Neutralleiter ansammeln, ohne dass ich hier in die Theorie genau einsteige. Für den Neutralleiteranteil mit 150 Hertz muss ich nun zweimal die einzelnen Oberschwingungsanteile dieser Ströme addieren, sodass ich hier auf 7 Ampere komme. Für 250 Hertz gilt, dass ich nur einmal zuzählen muss mit 2,1 Ampere und für 350 Hertz gilt ebenfalls, dass ich nur einmal den Wert hinzuziehen muss. Wie gesagt, die dahinterliegende Theorie habe ich hier nicht genauer betrachtet. Der Neutralleiterstrom besteht also aus insgesamt 1, 2, 3, 4 Komponenten, die ich aber nicht einfach aufaddieren kann. Und das ist auch besser so, denn sonst würde ein riesiger Strom dabei entstehen. Das Aufaddieren geht geometrisch, sodass sich der Neutralleiterstrom ermittelt aus der Wurzel der Quadrate dieser Schwingungsanteile. Setze ich die Werte, die ich oben angegeben habe, hier ein, so komme ich auf 16,2 Ampere. Würde man aber nun den ganzen harmonischen Anteil der 150 Hertz Oberwelle zuschlagen, so würde sogar ein Strom von 16,9 Ampere auftreten. Das ist hier auch denkbar, dass in diesem Fall tatsächlich ein Strom bis zu 16,9, mindestens aber 16,2 Ampere auftritt. Und damit ist der Neutralleiter zwar nicht stark überlastet, aber immerhin in diesem kleinen Beispiel ist er bereits überlastet. Denn die Sicherungen betragen ja jeweils 16 Ampere und somit sind auch die Leitungsquerschnitte auf 16 Ampere ausgelegt, was ja nun beim Neutralleiter überschritten wird. Im Vergleich der beiden Beispiele, die ich eben durchgearbeitet habe, stellt sich nun heraus, dass die Neutralleiterüberlastung für den Fall einer unsymmetrischen Belastung wahrscheinlicher ist als bei der symmetrischen Belastung. Und damit ergibt sich natürlich eine ganz grundlegende Konsequenz in den Anlagen, nämlich die symmetrische Aufteilung aller Lasten auf alle Außenleiter. Man spricht hier davon, dass eine Schieflast vermieden werden soll. Es gibt auch entsprechende Vorschriften, die mir eben genau das vorschreiben, dass ich die Schieflast vermeide. Dazu muss ich die sogenannte Schieflastverordnung beachten. Die Elektriker machen das quasi automatisch in den Anlagen, dass sie die Lasten auf die 3 Außenleiter aufteilen. Das ergibt sich schon in den Verteilungen dadurch, dass durch das Anbringen der entsprechenden Stromschienen die einzelnen Sicherungen immer anderen Außenleitern zugeordnet sind. Hier sehen wir aber nun, dass es eine tatsächlich erhebliche Notwendigkeit gibt, symmetrisch aufzuteilen bzw. die Schieflast zu vermeiden. Die Schieflastverordnung regelt dazu Genaueres, sie hat allerdings ein anderes Ziel, nämlich die unsymmetrische Belastung der Ströme zu der Anlage und die unsymmetrische Belastung von Transformatoren und Generatoren. Die Zielsetzung ist ja also eine andere bei der Schieflastverordnung, jedoch sollte sie sowieso zur Anwendung kommen. Außerdem sollte ich bei meinen Lasten darauf achten, dass sie einen niedrigen THD-Faktor haben. LEDs fällt es zum Beispiel schon dadurch auf, dass manche Modelle sehr leicht sind, da ist also kaum eine Elektronik untergebracht. Vielleicht ein Einweggleichrichter, bestenfalls noch mit einem kleinen Kondensator. Diese Lampen flackern dann auch erbärmlich, so muss ich schon sagen. Die haben eine sehr schlechte Qualität. Da ist aber dann eben auch keine Elektronik eingebaut, die dafür sorgt, dass die Verzerrungen der Lampe nicht nach außen hin auftreten. Dazu benutzt man in guten Geräten sogenannte PCF-Schaltung, Power Correction Factor Schaltung. Ich kann auch den Neutralleiterquerschnitt erhöhen und in manchen Fällen wird das tatsächlich getan. Da ist dann der Neutralleiterquerschnitt größer
als die Außenleiterquerschnitte. Ich darf aber insbesondere den Neutralleiterquerschnitt nicht herabsetzen gegenüber den Außenleiterquerschnitten. Naja, das ist sowieso verboten. Ich könnte natürlich auch auf die Idee kommen, den Neutralleiter abzusichern. Das geht grundsätzlich auch, aber dabei muss ich natürlich bedenken, dass mit dem Abschalten von N auch alle Außenleiter abgeschaltet werden müssen, denn sonst kommt es zu einer Sternpunktverschiebung, die Riesenschäden in meiner Anlage verursachen kann. Ja, soweit zu diesem wirklich speziellen Thema der Neutralleiterüberlastung. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.